Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder einem Dots-Video mit Christoph. Er hat sich einfach reingeschmult. Ich habe mich da so leid gesehen. Rita stellt immer so coole Dots-Videos vor. Die Videos sind auch bei euch immer so beliebt und ich sitze im Nachbarzimmer und schmolle dahin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bin heute mal mit von der Partie. Ich habe mir auch extra ein modisches Accessoire überlegt. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es so oder verkehrt rum aufsetzen soll, was finde ich auch ganz cool aussieht. Und ja, wir schauen uns heute wieder mal was zu Dots an. Genau, denn es gibt 3 relativ neue Armbänder. Wir haben uns die jetzt alle geschnappt. Genau, und dem Erweiterungsset. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch die mal, was da alles drinnen ist, was man daraus machen kann. Wir tragen ja nach wie vor unsere alten Dots-Bänder, ja, die sind und toll wie eh und je. Aber ich würde sagen, jeder schnappt sich mal eine Schere und dann geht schon los und wir schauen, was die neuen Dots-Armbänder so können. Ja. Von der Verpackung her hat sich ja nicht viel geändert. Ich glaube, es ist auch, wenn man schon mal ein Dots-Armband zusammengebaut hat, keine große Sache. Das werden wir, denke ich, hinbekommen, oder? Hoffentlich, sonst wird das ein längeres Video. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall, ja, während Rita jetzt mal das erste Set öffnet, muss ich mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich kann mich erinnern, ich glaube, das war vor einem halben Jahr, nein, vor einem Jahr, Entschuldigung, wie Lego Dots das erste Mal so irgendwie in den Lego Leaks drinnen war. Und da wurde so von einem neuen Lifestyle gesprochen und es waren lauter kleine Mädchen auf den Seiten. Und ich habe mir gedacht, naja, das wird wieder irgendwas Doofes werden, keine Ahnung. Das lasse ich an uns vorbeigehen, habe ich mir gedacht. Ja, das stimmt. Das hast du damals sogar extra gesagt. Und jetzt sieh an, wer alle Dots-Armbänder hat. Ich habe das Armband sogar beim Schlafen oben, weil es mir so gut gefällt. Und ich muss sagen, eigentlich, es wird auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis werden es immer mehr Leute. Ja. Es ist jetzt sogar schon wieder gestern jemand dazugekommen, der das Armband gesehen hat und jetzt auch eines will. Ich weiß noch gar nicht, welches Armband wir dieser Person geben werden. Ich glaube, blau wird gewünscht. Also es ist immer wieder super. Zuerst schauen die Leute immer so, Dots-Armbänder, eben genauso wie wir auch. Und dann im Endeffekt gefällt es den Leuten ja doch. Tja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Probleme beim Auspacken. So, jetzt ist es erledigt. Aber sonst sehe ich bei Dots wirklich kein Problem und es ist eine coole Sache. Also Rita hat schon hergezeigt, es ist pro Armband immer, wie gesagt, das Armband als solches dabei und dann so ein kleines Säckchen mit den Steinen. Und jedes Armband ist thematisch etwas anders. Genau. Ich habe zum Beispiel hier von der alten Serie dieses Weltraumarmband. Rita hat eigentlich das mit den Regenbögen. Ich habe aber gar keinen Regenbogen mehr oben, sondern ja, diese Tierchen hier zum Beispiel oder auch den Kann ja variieren, Vogel. Das ist ja kein Problem. Sieht man jetzt hier nicht so gut. So. Und auch diese Armbänder, wir haben da wieder ganz tolle Fliesen mit dabei, die werden wir euch dann gleich zeigen. Ich habe eine 1x1 Fliesen in Gold dabei. Ich glaube, mein Armband, hier steht Magic Forest. Das heißt auf Deutsch aber irgendwie anders. Das kann nicht sein. Der Zauberwald, aber das habe ich nicht so in Erinnerung, wie ich es gekauft habe. Übrigens, wir haben die Bänder bei Smith Toys gekauft. Ja. Das sind übrigens neue Arten von Fliesen, weil sonst waren ja immer, lasst mich kurz nachdenken, viereckige dabei, ganz runde dabei und solche Viertelkreise. Und was ist das jetzt? Halbrund, halbeckig. Die kommen bei manchen Sets jetzt auch schon vor und sind gar nicht billig. Also falls ihr euch sowas mal separat kaufen wollt, weil ihr nur die Fliesen als solches braucht, dann kauft euch auf jeden Fall das ganze Set, denn mit 5,99 oder wir haben es zum Beispiel um 4,99 pro Set bekommen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und ich sehe schon, ich bin da jetzt mitten im Zauberwald. Ganz was Tolles, was wir hier zusammenbauen für euch. Ihr werdet gleich euren Augen gar nicht trauen können. Ich glaube auch. Ich habe hier Zauberblumen und alles ist vergoldet und so Glitzer.
Ja, also ich baue gerade ein Armband zusammen, was ich mir wahrscheinlich nicht umschnallen würde, aber sei mal dahingestellt, wir werden sicher noch jemanden finden, der das gerne haben würde. Wir haben ja dann später auch noch dieses coole Erweiterungsset und da sind dann immer die ganz besonders tollen Steine drin. Und ich bin auch schon gespannt, welche wir da drinnen haben, denn es gibt ja da verschiedene Arrangements oder wie man das so nennt. Wenn ihr da mal hineinschaut, da sieht man in diesem Loch, in diesem durchsichtigen, sieht man schon mehr oder weniger, welche Steine drin sind. Ich glaube, es sind immer dieselben Basissteine drinnen und dann variiert das von Set zu Set, welche Emoji-Steine oder was auch immer das sein soll, dann drinnen sind. Wobei jetzt beim zweiten Basisset ja andere Basissteine drinnen sind. Es hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und ja, die Dots-Reihe wird auch immer größer. Also hier sind wir im Schmuckarsenal und es gibt ja dann auch noch dieses Bürosektionsabteil, wo man dann so Stiftehalter und so solche Sachen, könnten wir euch auch mal zeigen, da haben wir noch gar nichts davon. Und wenn ihr euch den neuen Katalog von Lego angeschaut habt, wir haben ihn jetzt nicht bei der Hand, ich hole ihn aber sonst noch, das ist gar kein Problem, dann würdet ihr sehen, dass es auch demnächst wieder neue Bänder gibt, und zwar sogenannte Freundschaftsbänder, die nur halb so breit sind, wo also nur eine Reihe Steine drauf passt. Wo ich mich schon gefragt habe, warum nur halb so breit, aber vielleicht gehen Sie davon aus, dass man so viele Freunde hat und sonst mit den Doppelreihigen das zu viel würde? Ja, vielleicht baut man sich da so eine Doppelreihe und dann kann man, wenn man einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, kann man das dann mit demjenigen tauschen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin jetzt dann schon mehr oder weniger fertig. Ich habe mein erstes schon fertig. Schaut euch das mal an. Weißt du was, du zeigst meines her. Ich gebe das Das ist nämlich eher ein Damenarmband, welches ich gebaut habe, und ich schaue mir in der Zwischenzeit mal das dritte an. Na, ich habe das heißt Power. Also so superheldenmäßig. Damenpower wohl eher. Natürlich. Aber wobei, der Herr von heute kann auch pink tragen, das ist gar kein Problem. Ja, genau. Superheldinnenmäßig, sonst meinetwegen mit einem Blitz. Dann seht ihr so türkise Fliesen, dunkelblaue Fliesen, dunkelgelbe Fliesen. Und dann haben wir auch noch Power, also PWR, eine Fliese. Und hier das Herz, auch auf dieser halbrunden, halbeckigen Fliese. Und das Muster wiederholt sich eben dann, genau. Ach ja, und in der Mitte gibt es noch weiß, also durchsichtig Glitzer. Ich finde, das ist eigentlich echt cool. Und ist es eben das vorgeschlagene Muster von der Verpackung, ist aber sehr, sehr schön geworden. Im Vergleich dazu, weil das ja doch beides eben solche, Pink-Violett-Töne sind, zum Vergleich. Das andere ist um einiges heller, was der Christoph gemacht hat. Der Zauberwald. Der Zauberwald, genau. Mit auch sehr schönen Fliesen. Ich finde speziell diese schwarzen Viertelkreise, ihr seht die hier. Moment, genau hier. Die könnte man ja eigentlich auch zum Fließen von irgendeinem Geschäft nehmen oder sonstigen. Ich denke da gerade wieder an unser Einkaufszentrum. Ja. Das wäre eigentlich für so einen Beauty-Salon oder sowas also der Boden, das könnte echt cool aussehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch gut. Das Problem ist halt, mit 1x1 Fliesen kommt man nicht wirklich weit, aber es wäre halt ein kleines Geschäft. Es wäre sicher kein Problem, und ich muss sagen, für das sind die Fliesen echt toll. Und wie gesagt, wenn man so ein Set um 4,99 oder seien es 5,99 bekommt, dann ist dann kein Geld hinausgeschmissen. Das hat man sehr schnell wieder herin, wenn man bedenkt, dass die Fliesen alleine relativ teuer sind. Und ich muss sagen, ich bin da immer wieder begeistert. Ich kann mich da wirklich sehr dafür interessieren und das macht auch Spaß. Wir haben schon das ein oder andere Mal unsere Bänder komplett umgebaut und wieder Steine getauscht. Werden wir vielleicht dieses Mal auch wieder machen. Stimmt.
wenn wir dann alles zusammengebaut haben und die Extrasteine angeschaut haben. Und auch diese goldenen Fliesen, wie gesagt, ich meine, die kann man ja zum Beispiel auch quasi als Goldbahn oder sonstiges verwenden. Die goldenen Fliesen sind ganz besonders toll. Also da gibt es sicher auch einen Verwendungszweck, wenn man sagt, man bekommt ein Dots-Armband und es interessiert einen nicht oder man möchte genau diese Teile nicht verwenden. Denke ich mir, ist das jetzt eigentlich auch kein Problem. Es sieht aus, wie wenn nur ein Phantombild. Wir haben den schwarzen Streifen, wir sind unkenntlich gemacht und einen schwarzen Streifen. Das ist das 3. Band mit dem Namen Go Team. Zu Deutsch gebt alles. Ich habe alle grünen Steine hier jetzt so wie eine Schlange aufgefädelt und die bedruckten Steine sind hier die blauen, gelben und pinkfarbenen. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, vielleicht so eine Art Statistik für Mathematiker. Da geht dann so ein Diagramm hinauf und auch hier, weiß nicht, was das sein soll, auf und ab. Hier gibt es auch ein paar goldene mit Viertelkreisen. Und ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch wirklich sehr gut. Ja. Da kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen bei den Sets und um 3,99 gibt es, wie gesagt, jetzt dieses neue Upgrade-Set oder wie nennen Sie das hier? Die Extra Series. Genau, während ich hier diese Extra-Teile raussuche, kannst du ja mal sagen, welche Teile da drinnen sind. Ja, welche Teile haben wir da drinnen? Die Basisteile, jetzt haben wir natürlich nichts. Moment, ich mache das für euch ganz professionell. Ja, natürlich. Wir zeigen euch das anhand eines Armbands. Da hätten wir jetzt vielleicht noch ein leeres vorbereiten müssen. Ich bin schon gespannt, was du sagst, was das ist. Ich hätte nämlich getippt auf Milchglas. Da bin ich auch gespannt. Das sieht aus irgendwie wie Milchglas. Aber das glitzert ein bisschen. Das ist ja auch cool. Bisschen, ja. Hier mit Coral und diesem hier. Oh, Freunde, da werdet ihr begeistert sein. Da werdet ihr begeistert sein. So, ich glaube, jetzt habe ich alle. Diese 6 Steine hier, mit von der Partie auch dieses Coral und dieses oben in der Mitte glitzernde Runde, das ist so ganz leicht schimmrig, wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht gut sehen, sind die Basissteine dieses Upgrade-Sets. Das heißt, damit kann man eigentlich, egal welches Armband man hat, ziemlich gut erweitern. Cool finde ich auch, dass hier noch mehr Grüne drinnen sind. Da kann man zum Beispiel mein Armband, ich habe die Grünen jetzt heruntergegeben, noch ein bisschen aufpimpen. Und ja, das ist glaube ich Bright Light Orange, wenn mich nicht alles täuscht hier. Das sieht auch sehr nett aus. Aber das Highlight hat jetzt noch Rita für euch parat. Ganz klar. Genau. Und zwar sogenannte Emoji-Steine. Ich helfe dir ein bisschen. Also Steine, die quasi je nach Packung variieren. Es sind immer 10 Überraschungscharms drinnen. Und ihr seht, wir haben ein paar doppelt, wie zum Beispiel die Rufezeichen. Nein, es sind Fragezeichen, es sind Rufezeichen. Rufzeichen und diese Explosion ist doppelt. Also wäre interessant, welche es da noch gibt. Genau. You Rock haben wir auch dabei, Miss und dann You zum Beispiel, Hey und ja. Die pimpen die Armbänder eigentlich dann nochmal auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wirklich, wirklich toll. Ihr seht, ich kann mich dafür begeistern. Man kann ja auch was anderes daraus machen. Ich denke mir speziell eben auch, ich bin heute irgendwie beim Einkaufszentrum, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen weiter bauen. Ja, dann bau doch noch ein Stockwerk beim Einkaufszentrum, kein Problem. Aber für diese Schilder über den Geschäften wäre das jetzt zum Beispiel auch perfekt. Das wäre echt... Das ist eine sehr intelligente Frau, wirklich. Das ist eine super Idee, das werden wir vielleicht machen. Ja. Und wie gesagt, in der Preisklasse hier um 3,99 und dergleichen, da kann man wirklich nichts falsch machen. Nee. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr schon ein Dots-Armband trägt, was für eines es denn ist. Genau. Und ja, wie ihr euch fühlt damit, ob es euch auch so gut geht wie uns, ob ihr auch so Superkräfte habt. Und dann, ja, sehen wir uns sicher mal wieder. Wir werden jetzt noch ein paar Armbänder pimpen und umbauen. Ich will mein Space-Armband jetzt noch mit ein paar neuen Steinen versehen. Und du traust dich was. Ja, dann werde ich sagen, wir schalten wieder mal ein bei Videos von Bricks Go Wild. Ich glaube, das machen wir. Ich hoffe, ihr auch. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.